Vielleicht hat er einfach nur viel zu tun und hat deine SMS noch gar nicht gelesen. Und du sitzt hier und denkst, er will sich nicht mit dir treffen. Stimmt, vielleicht hat er ja zu tun. In deiner Szene. Unmöglich. Warum ist denn das unmöglich? Naja, weil er und ich im Auto, du weißt schon, das war echt, also wirklich definitiv nicht schwul. Es gibt ja auch noch was dazwischen. Niemand außer Ansgar ist so blöd, mit Alexa gemeinsame Sache zu machen. Abgesehen von Tanja natürlich. Denn die steckt längst mit ihr unter einer Decke. Sag mir jetzt bitte, dass das nicht wahr ist. Als ich dir den Heiratsantrag gemacht habe, da habe ich das in der Überzeugung getan, dass wir beide uns mittlerweile endgültig vertrauen können. Ich habe mich schon wieder in dir getäuscht. Du hast recht. Keine Rücksicht. Auf niemanden. Hey! Na, gut geschlafen oder musst du es dir noch ein bisschen bequemer machen? Solange du die Finger von mir lässt. Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Wenn ich in ein paar Stunden bei LCL fertig bin, komme ich rum und dann bringen wir das Bano wieder auf Vordermann. Machst ein paar Tagen deine Genehmigung wieder. Das ist nicht nötig. Ich hatte eh vor, den Laden zu schließen. Was? Wieso das denn? Merten steckt dahinter und ich habe keine Lust, mich weiter zum Idioten zu machen. Ja, das Bano ist doch dein Baby. Es war mein Baby. Jetzt ist Zeit für was Neues. Früher oder später musst du mit Kim reden. Ich muss gar nichts. Und außerdem war das Schleicher. Und? Wann ist die Kohle fällig? Heute. Aber ich hole mir einen Aufschub. Bist du noch klar? Leg dich nicht mit diesen Typen an. Ich kläre das mit ihm. Und ja, ich war noch nie so klar wie jetzt. Hi, Hi. ist die Mio da? Emilio, ich wollte sagen, dass... Guten Morgen, Gräfin. Wünschen Sie heute Abend mit der Familie zu speisen oder soll ich lieber hier oben servieren lassen? Lieber allein als in schlechter Gesellschaft. Sehr wohl. Gräfin, es geht mich sicher nichts an, aber dürfte ich Sie etwas fragen? Der Graf ist ja nun schon eine ganze Weile auf Reisen und... Ja und? Wann gedenkt der Graf wieder nach Königsbrunn zurückzukehren? Tja, Justus, das wüsste ich auch ganz gern. Denkst du, es könnte werden wie früher? Vielleicht. Das kommt wohl ganz auf uns an. Sonstige Beschwerden? Keine körperlichen. Die Psychiatrie ist im 3. Stock. Als Arzt stehst du doch unter Schweigepflicht. Was gibt's? Ich habe mich in dich verliebt. Ich traue mich aber nicht, dir das zu sagen. Das hast du ja jetzt. Und weiter? Bella hat sich auch in dich verknallt, weil sie denkt, dass du auf Frauen stehst.
Tu ich ja. Besser bi als nie. Dann war es ja geradezu zwingend, dass du erst mit mir in der Kiste warst und danach mit ihr. Oder umgekehrt. Ein dummer Zufall, weiter nichts. Bella macht sich seitdem Hoffnung. Sie redet von nichts anderem mehr. Das ist ja wohl ihr Problem. Und meins. Eigentlich müsste ich ja sagen, dass zwischen uns was läuft, aber ich weiß nicht wie. In dem Fall solltest du mir besser aus dem Weg gehen. Das schaffe ich nicht. Wenn das so ist. Olli. Ach komm, jetzt mach doch nicht so ein Drama draus. Du bist manchmal so ein Weichei. Olli, jetzt sag du doch auch mal was. Ja, das sehe ich genauso. Oh ja, klar. Frank, du kannst nicht deinen Geburtstag feiern, ohne deine Brüder einzuladen. Ich will meinen Geburtstag überhaupt nicht feiern und schon gar nicht mit meinen Brüdern. Ich hab dir gesagt, was auf der letzten Familienfeier passiert ist. Ja, dass du dich mit Jo geprügelt hast. Deshalb feiern wir ja auch sicherheitshalber nicht im Schneiders, sondern in einer neutralen Gaststätte. Ihr habt euch geprügelt? Wieso? Er hat mit meiner damaligen Frau geschlafen. Was? Weil er ein gefühlskalter Egoman ist, das will deine Tante nur nicht wahrhaben. Ja, komm. Das mit deinem Bruder und deiner Ex-Frau ist jetzt 10 Jahre her. Ich finde, es ist Zeit für einen Neuanfang. Charlie, ich bin nicht so wie du. Ich muss mich nicht mit allen immer wieder versöhnen. Wenn der Ofen aus ist, ist er aus. Ja, aber Familie ist sowas Tolles. Ich meine, für uns war es auch nicht einfach, als Bella plötzlich in Düsseldorf aufgetaucht ist. Aber jetzt sind wir doch glücklich, dass wir uns haben, oder? Ja. Hört mal, ich habe eine Idee. Du und Bella, ihr kommt einfach mit, sozusagen als Puffer. Na, und wenn es dann trotzdem kippt, können wir die Veranstaltung immer noch abblasen. Moment, ich weiß ja gar nicht, ob ich so schnell jemanden finde, der für mich das No Limits schmeißt. Also dich und Bella hätte ich sowieso eingeladen. Außerdem bist du der Einzige, der genügend Muckis hat, mich davon abzuhalten, Johann die Gurgel zu gehen. Morgen. 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 Stimmt, super lustig. Morgen. Siehst du, das ist die richtige Einstellung. Was gibt's denn so Dringendes? Heute ist Zahltag. Ich hab die Kohle nicht. Völlig falscher Text, Kleiner. Ich war bis gestern im Knast. Wie sollte ich das Geld auftreiben, hä? Was machst du, Milchgesicht im Bar? Versuchter Mord. Ich glaub dir kein Wort. Kannst dich gerne umhören. Wenn schon, ich hab dir Geld geliehen, das will ich jetzt zurück. Ja, das kriegst du doch auch, aber eben nicht heute. Aufschub gibst du mir grundsätzlich nicht. Das schadet meinem guten Ruf. Pass auf, mich nervt das genauso wie dich. Ich habe ungern Schulden, vor allem nicht bei Typen wie dir. Ja, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Hätte ich, ja. Aber damals wollte ich meine Frau beeindrucken, doch jetzt weiß ich, dass sie keinen Cent mehr wert ist. Deswegen bin ich Single. Genug gelabert, ich will meine Kohle. Stichtag ist heute. Das heißt, ich habe bis Mitternacht Zeit, richtig? Wie willst du bis dahin das auftreiben? Kleiner Banküberfall? Wenn es sein muss. Dafür hast du nicht die Eier. Das wirst du nie herausfinden, wenn du mir nicht mehr Zeit gibst. Okay, keine Tricks. Ich weiß, wo ich dich finden kann, immer. Peter Karach. Hey, kleiner Frosch, das ist ja eine Überraschung. Geht's dir gut? Ja? Ja, mir geht's auch gut. Bin allerdings ein bisschen müde, weil hier in New York ist es gerade mitten in der Nacht. Emma wollte dir noch mal schnell Hallo sagen, bevor sie in den Kindergarten muss. Ist doch in Ordnung. Wie geht's euch? Gut, wir vermissen dich. Wann kommst du wieder? Keine Ahnung. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Nur hat das Gericht heute 8 weitere Prozesstage anberaumt. Und? Wie läuft's auf Königsbrunn? Und was macht deine neue Freundin, Alexa? Keine Ahnung, ich halte mich an unsere Abmachung. Das wäre das erste Mal. Nein, du hattest recht. Sie ist unberechenbar. Ich weiß nicht, wie ich gemeinsame Sache mit ihr machen wollte. Tanja, warte mal kurz. Gute Nachrichten. Tristan hat das Budget für die Werbekampagne freigegeben. Damit können wir weltweit Anzeigen schalten. Das können Sie mir später erzählen. Das wird ein medialer Super-GAU, wenn rauskommt, dass die Stoffe kontaminiert sind. Alexa, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Was ist nicht der richtige Zeitpunkt? Und was zum Teufel macht diese Alexa bei dir? Die hat nur ihr Handy gesucht. Tanja, für wie dämlich hältst du mich eigentlich? Ich hatte dir doch gesagt, ich habe meinen ganz eigenen Plan, wie wir Lahnstein Enterprises zurückgewinnen können, oder? In den du mich nicht eingeweiht hast. Und deshalb lügst du mich jetzt an? Paktier's mit Alexa. Nein, sie hat nur... Weißt du was? Mach, was du willst. Und tschüss.
an den Kindergarten? Bin ich aufgeregt. Und ich erst. Ja, ich meine, da ist doch Stress vorprogrammiert. Hast du gewusst, dass Jo mal mit Franks Ex-Frau geschlafen hat? Echt? Ja. Ja, dann wird es dafür sicherlich einen Grund gegeben haben. So wie bei mir und Andi. Was gab's denn bei euch bitte für einen Grund, sich zu betrügen? Ich meine ja nur, dass er nicht gleich ein Monster ist. Das ist er wirklich nicht. Obwohl es schon eine harte Nummer ist, mit der Schwägerin ins Bett zu gehen. Vielleicht ist er einfach so ein Typ, der Angst vor festen Bindungen hat. Deswegen sucht er sich immer Typen, die sowieso nicht in Frage kommen. Frauen. Hä? Frauen, du hast Typen gesagt. Aber du kannst schon recht haben. Ich meine, als ich mit ihm Sex hatte, da war ich ja noch mit Andi zusammen, also quasi ungefährlich. Und seit ich mich getrennt habe, zieht er immer diese Heiß-Kalt-Nummer ab. Vielleicht hat er einfach kein Interesse. Na, das werde ich ja heute herausfinden. Wieso, was hast denn du vor? Du hast doch selber gesagt, er ist ein schwieriger Typ. Also mache ich den ersten Schritt. Also ich glaube ja, Jo ist so ein Typ, der sowas bestimmt nicht so gut findet. Wenn überhaupt, dann will der bestimmt selbst aktiv werden. Das werde ich ja dann herausfinden. Oder hast du ein Problem damit? Quatsch. Mann, Olli, ich weiß doch, dass du auch auf ihn stehst. Aber ich kann einfach nichts dafür, dass er hetero ist. Also, wie sehe ich aus? Sehr schön. Gut, dann kann ja nichts schiefgehen. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, was der Unterschied zwischen einem einfachen Hausmeister und einem Facility Manager ist. Und jetzt bin ich endlich auf den Punkt gekommen. Das ist der Anzug. Ach was, ich bin abkommandiert worden. Die Ladenstein wird von so einem Psychopathen bedroht und da hat man das Sicherheitspersonal aufgestockt. Klingt nach einem Seitenwechsel. Wieso auch nicht? Die Hehlerei hat mich so oft beinahe in den Knast gebracht und jetzt habe ich einen gut bezahlten Job. Das ist der Grund, warum ich angerufen habe. Mensch, Glückwunsch. Die suchen noch Leute. Nein. Vergiss es. Da würde ich ja jeden Tag Kim über den Weg laufen. Als Trendscouterin ist sie kaum in der Firma. Aber das Beste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe mit Olli und Andi telefoniert und wir haben beschlossen, die Kohle zusammenzulegen, damit du Schleicher ausbezahlen kannst. Willst du mich verarschen, welche Kohle? Außerdem habe ich mir das selber eingebrockt. Also löffel ich die Suppe auch alleine wieder aus. Das ist ein zinsloses Darlehen und kein Geschenk. Du wolltest einen Euanfang? Hier hast du ihn. Vergiss es, nehme ich nicht an. Wieso nicht? Wir sind Freunde. Außerdem hast du keine andere Wahl. Ich meine, wir können nicht im Krankenhaus landen. Alter, hörst du mir überhaupt zu? Ja. Ich brauche eure Scheißkohle nicht. Schleicher hat mir einen Aufschub gewährt von 4 Wochen. Erzähl keinen Scheiß. Doch. Und bis dahin habe ich die Kohle wieder zusammen. Kalle schuldet mir auch noch 10 Riesen. Schleicher gibt keinen Aufschub. Doch. Er hat gehört, dass ich wegen versuchten Mordes im Knast saß. Ich glaube, das hat ihm ziemlich imponiert. Dann hat sich der Scheiß mit Mertens ja doch gelohnt. Ja. Also, wo bekomme ich jetzt so einen Anzug her? Ich glaube, so ein Job als Wachmann könnte mir ziemlich gut zu Gesichte stehen. Findest du nicht auch? Kim, was machst du hier? Du gehst nicht an dein Handy. Und im Büro lässt du dich auch verleugnen. Wundert dich das? Dein Mann hat versucht, mich zu erwürgen, wofür ich ihn übrigens anzeigen werde. Wir wissen beide, warum er das getan hat. Denkst du nicht, dass selbst für einen Südamerikaner die Reaktion ein bisschen dick ist? Du hast Emilio einen Mordanschlag angehängt und hast dafür gesorgt, dass er im Gefängnis landet. Warum sollte ich so etwas tun? Um mich ins Bett zu kriegen? Du bist zweifelsohne eine attraktive Frau, aber nimmst du dich da nicht ein wenig zu wichtig? Es gibt Beweise, dass Emilio den Wagen nicht gefahren ist. Der Fahrer trug nur dieselbe Jacke. Was hat das mit mir zu tun? Du hast diesen Typen gekauft. Du machst dich lächerlich, Kim. Aber wenn wirklich jemand Emilio etwas anhängen sollte, dann wundert mich das nicht. Jemand, der so jähzornig ist, hat mit Sicherheit viele Feinde. Emilio ist nicht jähzornig. Wenn du das brauchst, um dein Gewissen zu beruhigen, verteidige ihn ruhig. Aber hör bitte auf, Lügen über mich zu verbreiten. Ich liebe meinen Mann. Wenn du ihn anzeigst, dann werde ich alles leugnen und dann hast du keinen Zeugen mehr. Du würdest vor Gericht lügen.
Mein Mann musste wegen dir schon genug Scheiße durchmachen. Wo bleibt denn da dein Part der Verantwortung? Oder hast du vergessen, wie schnell auch du aus deinen Klamotten warst? Machen Sie das nie wieder. Was? Reinquatschen, wenn ich mit Sebastian spreche. Ja, das war schlechtes Timing, gebe ich zu. Ich habe Ihnen 100-mal gesagt, dass er nichts von unserer Allianz erfahren darf. Ja, das verstehe ich sogar. Immerhin versucht er gerade alles, um Landstein Enterprises vom letzten Umweltskandal reinzuwaschen. Oh, und dann wüsste, dass wir jetzt schon den nächsten planen. Außerdem die Tatsache, dass sie beide auf den Geschäftsführerposten scharf sind. Das ist bestimmt nicht beziehungsfördernd. Er wird verstehen, warum ich es getan habe. Ja, verstehen bestimmt. Aber akzeptieren wohl kaum. Egal, was sie ihm vormachen. Er ahnt bestimmt längst, dass sie ihr eigenes Süppchen kochen. Alexa, Sie haben keine Ahnung von Sebastians und meiner Beziehung. Ich mache mir nur Sorgen um ihr Privatleben. Immerhin kaufen sie mit meiner Kohle die Firma. Ich bekomme das Schloss. Was wird Sebastian denn dazu sagen? Er wird auf meiner Seite sein. Was macht sie da so sicher? Immerhin geht es hier um seine Familie, um das Erbe seiner Ahnen. Vielleicht wird er ja doch so ein ganz klein bisschen sauer sein, oder? Vertrauen, darum geht's doch in der Beziehung. Also, das habe ich mir mal sagen lassen. Wenn das weg ist, kann man es doch eigentlich gleich vergessen. Danke für den Ratschlag. Warum versuchen Sie es nicht mal als Paartherapeutin? Nee, dazu bin ich zu realistisch. Ich sehe immer gleich, wie eine Beziehung auf ihr Ende zusteuert. Ja, das müsste ich schaffen. Gut, dann schlage ich vor, treffen wir uns im Schneiders. Ja, gut, bis später, Rebecca. Emilio, du willst zu mir? Danke, Herr Meier. Ja. Ich habe mich bei der Security beworben und mir wurde gesagt, ich soll mich erst mal bei ihm vorstellen. Was ist denn mit deinem Burrito-Laden? Den habe ich dicht gemacht. Erstmal, ich habe ein paar Probleme mit den Behörden. Oh, das tut mir leid. Ach, es war sowieso Zeit für was Neues. Ja? Sie wollten mich sprechen? Ja. Ich brauche innerhalb der nächsten 2 Stunden einen ersten Vertragsentwurf für die Fusionierung von Surprisou. Alle Informationen finden Sie da in der Mappe. Ja. Lara hat mir übrigens erzählt, was du durchgemacht hast. Ja. Ihre Enkelin ist wirklich der Wahnsinn. Ohne sie würde ich immer noch unschuldig im Gefängnis sitzen. Ja. Er hatte schon immer einen großen Sinn für Gerechtigkeit. Ich bin sehr froh, dass sie wieder in Düsseldorf ist. Um noch mal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Wäre es denn für Sie okay, wenn ich für RTL arbeiten würde? Ja, natürlich. Herzlich willkommen. Danke. Oh, entschuldige. Frau Lasche? Ja. Ja, das wäre machbar, natürlich. Henk, hast du einen Schlüssel? Ja. Ich nehme an, die Einladung habe ich Ihnen zu verdanken. Ja. Und ich würde vorschlagen, da wir ja jetzt zu einer Familie gehören, dass wir uns duzen. Ich bin Charlie. Gerne. Jo. Und bitte bloß nicht Joe. Okay, Jo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe gehört, du bist mitten im Umzugsstress. Ja, so ist es. Na dann, alles Gute zum Geburtstag. Über Glückwünsche, die von Herzen kommen, freue ich mich besonders. Oh, Bella, schönes Kleid. Danke. Fahren wir? Ja, Tim fehlt noch. Ja, der kann auch nachkommen. Ja, wie denn? Soll er mit dem Fahrrad fahren? Na dann. Sorry. Ich habe überall nach meinem Schlüssel gesucht. No Limits ist ein Ersatzschlüssel. Ich habe mir Gott sei Dank im Wassertank der Kaffeemaschine gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Na, dann kannst du jetzt losgehen. Gut, fahren wir. Kann ich bei dir mitfahren? Klar, warum nicht? Tja, damit ist mein Wagen wohl voll. 2 Sitzer war ja klar. Ach, du kannst gerne nachher eine Runde drehen. An deinem Geburtstag will ich mal nicht so sein. Ach ja. Herzlichen Glückwunsch. So, können wir es dann bitte hinter uns bringen? Ja, alle anderen fahren bei mir mit. Jo. Fahren wir offen? Klar, aber hast du keine Angst um deine Frisur? Vielleicht bringt der Fahrtwind ja ein bisschen Ordnung in das Chaos auf meinem Kopf. Was willst du? Ich wollte mich entschuldigen wegen heute Morgen. Ich hätte dir das mit Alexa eigentlich sagen müssen. Eigentlich. Naja. Verkauf mich nicht für blöd.
dass ich jetzt Bescheid weiß. Es ist reiner Zufall. In dem Moment schon, ja, aber wie gesagt, Wann hattest du denn vor, mir diese kleine Information zukommen zu lassen? Sebastian, mach kein Drama draus. Ich mach das Ganze auch für uns. Für uns. Es wird ja echt immer besser. Also ich habe keine Ahnung, was ihr da plant. Aber dass du das Ganze hinter meinem Rücken gemacht hast, sagt ja schon mal alles. Du wirst bald wieder an der Firmenspitze sein. Und wie genau soll ich da hinkommen? Dazu kann ich dir jetzt noch nichts sagen. Weißt du, Tanja, ich dachte, das Thema Vertrauen haben wir endgültig hinter uns. Das kotzt mich einfach nur an. Wann gehst du denn jetzt? Hi, wie geht's? Kommen wir gleich los? Einen Augenblick. Tanja, ich muss jetzt ins Gericht, also lass uns später reden, ja? Oh, hi. Hi. Wir kennen uns noch nicht, oder? Wir finden morgen. War das deine Ex-Frau? Ist sie älter als du? Schlampe. Hi. Arbeitest du jetzt hier? Also woanders wäre mir auch lieber gewesen, aber da dein neuer Lover ja dafür gesorgt hat, dass das Paar nur dicht ist, irgendwie muss ich ja Geld verdienen. Hm? Per ist nicht mein neuer Lover. Ich will nichts von Per, wirklich nicht. Das hat sich mir so nicht transportiert. Emilio, das gestern war der größte Fehler meines Lebens. Ich war einfach irgendwie durcheinander nach dem Gefängnisbesuch. Du warst so wütend. Oh, dann war das also meine Schuld. Nein. Ich hab dich einfach nicht wiedererkannt. Du hast mir richtig Angst gemacht. Ja, und dann ist es eben irgendwie passiert. Emilio, ich will nur dich und dass alles wieder zwischen uns so ist wie früher. Wir haben das so viel durchgemacht. Und das kriegen wir bestimmt auch wieder hin. Ich liebe dich. Und ich will dich einfach nicht verlieren. Also war das nur so ein spontaner Fehltritt, ja? Du lügst. Seit Wochen gräbt dich der Typ an und hat mir prophezeit, dass genau das passieren wird. Jedes Mal, wenn ich dir gesagt habe, was Mertens für ein Schmierlappen ist, hast du mich als Vollidioten dargestellt. Du dachtest, ich wollte dich überfahren. Hast keinen Finger krumm gemacht, als ich im Gefängnis saß. Du wolltest Mertens. Gut. Aber dann komm jetzt auch damit klar, dass ich dich nicht mehr will. Hm? Es wird lustig. Wir sitzen aber nebeneinander, dass das klar ist. Ja, natürlich, versprochen. Vorsicht. Oh, bam. Danke, Alter. Kein Ding. Habe ich beim Strandfußball in Rio gelernt vor ein paar Monaten. Das bleibt natürlich hängen. Tims Art, sich Wissen anzueignen. Einfach so lange liegen bleiben, bis es wie von selbst an ihm kleben bleibt. Kommt aber nicht so oft vor. Komm, sei versöhnlich. Wenigstens heute. Echt schade, dass wir schon da sind. Ich hätte jetzt echt ewig weiterfahren können. Vielleicht wiederholen wir das mal. Ja, klar. Gut, wie wär's denn dann mit dem... Warte mal. So, jetzt ist das Chaos wieder perfekt. Hast du das gesehen? Was? Wie er dich entlaust hat? Du bist doch eifersüchtig. Quatsch. Der Typ war mit der Frau seines Bruders in der Kiste. Stört dich das gar nicht? Wir wissen beide nicht, wie es dazu gekommen ist. Und außerdem ist das schon ewig her. Ja, ist immer noch frisch genug, dass Frank tierisch sauer auf ihn ist. Weißt du, was das Problem ist? Du bist schwul und Jo nicht. Bullshit. Doch, und du gönnst es mir einfach nicht. Das hat überhaupt nichts mit Gönnen zu tun. Gut, ich kann auch keine Rücksicht darauf nehmen. Heute werde ich nämlich herausfinden, ob da mehr zwischen uns ist. Bella. Du entschuldigst mich. Ist was?
Hey. Oh, du hast mit Emilio gesprochen. Sein Ehering. Den hat er mir gegeben. Also, natürlich ist er erstmal ausgeflippt. Wie würdest du denn bei sowas reagieren? Sowas braucht Zeit. Wenn er wenigstens ausgeflippt wäre, aber er war so kalt. Ach Mann. Warum habe ich nicht nur mit Per eingelassen? Die werden jetzt am Bahnhof und Burritos essen und alles wäre gut. Nicht perfekt, aber gut. Jetzt hat er wahrscheinlich auch noch das Bahnhof verloren. Emilio kriegt es schon wieder auf die Kette. Lara, sein Leben ist ein einziger Schrotthaufen. Das ist alles meine Schuld. Hallihallo. Emilio hat immer sein Ding durchgezogen. Es war ihm egal, was die anderen von ihm denken. Aber dann hat er das Gefühl, mir reicht das nicht und er wollte mir irgendwas beweisen. Er wollte aus seiner Burrito-Bude ein ganzes Imperium machen. Und richtig krass wurde das dann, als er mit Per mithalten wollte. Bis vor ein paar Tagen. Was war da? Er hat mir gesagt, dass er sich mit diesem ganzen Geschäftskram verbiegt und dass er das nicht ist und ich das akzeptieren soll. Aber das konntest du nicht? Doch. Doch schon, aber... Ich habe einfach Angst, dass er wieder abrutscht und Scheiße baut, so wie früher. Na bitte. Sag nicht, dass das Teil deiner Jobbeschreibung ist. Oh. Ja, auf Frank. Hört mal, ihr Lieben, wollen wir ein schönes Fläschchen Wein trinken zum Essen? Oh, besser nicht. Frank hat Papa 16 so viel gebechert. Naja, ihr wisst ja, was dann passiert ist. Ich hätte Jo auch nüchtern eine reingehauen. Na ja, das wage ich zu bezweifeln. Ich war klar im Kopf und glaub mir, wenn ich richtig zugelangt hätte, dann wäre das ein sehr ungleicher Kampf geworden. Ach, ihr seid nicht nur stur, ihr seid auch noch nachtragend. Alle drei. Wieso denn ich? Also entweder entspannen wir uns oder wir blasen die ganze Geschichte hier ab und fahren wieder nach Hause. Vielleicht doch ein Fläschchen Wein? Ich nehme ein Bier. Hast du es eigentlich mit Absicht gemacht? Ich nehme den rheinischen Saubraten. Ja, der soll hier sogar noch besser sein als im Schneider. Mich hinzuhalten, damit ich nicht neben Jo sitzen kann? Bella, du spinnst. Hört mal, ihr zwei müsst euch an diesem Wettbewerb der schlechten Laune nicht noch beteiligen. Um was geht's denn? Nichts. Ihr entschuldigt uns mal kurz. Scheint hat die Familientradition der Hemkes sich bei denen fort. Gott bewahre. Um von Tradition zu reden, braucht man ja wenigstens ansatzweise sowas wie eine Familie. Ja, da muss ich Jo ausnahmsweise mal recht geben. Helmke. Was? Kannst du dich jetzt mal einkriegen? Du benimmst dich wie auf einem Kindergeburtstag. Du checkst es nicht, oder? Ich habe mich wegen Jo von Andi getrennt. Nein, du hast dich von Andi getrennt, weil du dir nicht mehr sicher bist, ob du ihn noch liebst. Das ist was völlig anderes. Papa hat mir oft erzählt, dass er gerne was mit euch gemacht hätte. Er hat euch echt vermisst. Und ich hätte euch auch gerne öfter gesehen. Ja, du hättest uns gerne öfter gesehen, um uns mehr Geld aus dem Kreuz zu leiern, weil du chronisch pleite warst. Oh, sorry, pleite bist. Ganz der Alte. Das hast du von ihm geerbt. Ich kann verstehen, dass du jetzt ein tierisch schlechtes Gewissen hast. Aber meinst du, das wird besser, wenn du dir einredest, dass mit Jo ist die große Liebe? Nein. Aber ich habe ja auch keine Chance, es herauszufinden. Du hattest die ganze Herfahrt die Chance. Ja, da hat er aber nichts gesagt und die Hände hat er auch am Lenkrad gelassen. Und das findest du nicht eindeutig genug? Wie kann man denn nur so unentspannt sein?
Mein Lieber, wir sind nicht unentspannt. Wir haben einfach einen Beruf. Und wenn man einen Beruf hat, dann kann man nicht 24 Stunden am Tag chillen. Ja, würde euch aber mal ganz schön gut tun. Ja, aber wie er mir dann eben durchs Haar gestrichen hat, das war so sinnlich. Das macht man doch nicht, wenn man nichts von jemandem will. Bella, jetzt hör mir mal zu. Nein, ich lass mir das nicht weiter madig machen. Ich frage ihn einfach, woran ich bin, dann weiß ich, was Sache ist. Die USB. Oh, bitte. Er steht auf Frauen und Männer. Sag mal, bist du jetzt komplett durchgeknallt? Was für einer merkwürdigen Fantasie entspringt das denn? Ich weiß es, weil ich mit Jo in der Kiste war. Also ich bin lediglich an den Schrank gekommen und dabei muss aus Versehen der Umschlag rausgefallen sein. Mhm. Und die Scheine sind von selbst da reingewandert? Tja, werde ich wohl die Polizei rufen. Mach dich nicht lächerlich. Das habe ich nicht vor. Und jetzt, Chico? Klar, du hast nichts gesagt. Ich habe versucht, es dir zu sagen, ich wusste aber nicht wie. Ja, komm, lass es raus, los. Dir geht's immer nur um dein Vergnügen. Hm? Wer dabei auf der Strecke bleibt, scheißegal. Und wenn die ganze Familie in den Arsch geht, Hauptsache Jo Helmke hat sein richtiges Späßchen gehabt, ne? Wie oft denn noch? Ja, ich habe mit deiner Ex-Frau geschlafen und darauf bin ich wirklich nicht stolz. Aber das ist verdammt lange her. Ist immer noch nicht darüber hinweg. Ist nicht besonders charmant gegenüber deiner Frau? Seit wann bist du schwul? Ich bin nicht schwul, ich bin nur nicht so beschränkt wie der da hinten. Ich höre mir den Mist nicht länger an. Frank, ich Schon gut, ich nehme mir ein Taxi. muss es denn sein? Tut mir leid, ich weiß, du hast es nur gut gemacht. Wir sehen uns später. Er war schon immer etwas nachtragend. Macht dir das eigentlich Spaß? Was? Ich meine, du bist neu in meiner Familie. Du hast mit meiner Tochter geschlafen, meinem Neffen, ihrem Bruder. Nacheinander, nicht gleichzeitig, damit das schon mal klar ist. Ja, aber so etwas gibt doch Streit in einer Familie. Das muss dir doch klar sein. Du machst es absichtlich, ja? Es tut mir aufrichtig leid, dass ich es gewagt habe, mit zwei erwachsenen Menschen Sex zu haben. Sorry. Du hast vorher gewusst, wie du drauf bist. Moment, im Gegensatz zu dir war ich Single, ja? Mach mich bitte nicht für dein Kopfkino verantwortlich. Ich habe dir nichts versprochen. Ach so, du willst dich jetzt auch noch auf seine Seite stellen, ja? Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu warnen. Lass mich doch alle. Bella, warte. Ein Schnäppchen? Jemand? Olli? Hm? Was deine Frau wohl dazu sagt. Hör mal, ich habe keine Lust auf irgendwelche Teenie-Dramen auf Königsbrunn, okay? Kim und ich sind getrennt. Dann war Mertens erfolgreich. Hör mal, wenn das jetzt gerade irgendwie deine persönliche Rache gewesen sein soll. Das war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, die ich genutzt habe, mehr nicht. Also entspann dich, ja? Gut. Dann sind wir uns ja einig. Ja. Emilio. Hast nicht was vergessen? Ach so, du bist meine Nummer, richtig. Noch eine Gelegenheit, die du nutzen solltest.
einmal zum Wegfett. Doch eine Bank ausgeraubt? Besser. Schon gut, geht mich nicht an. Ich mag Leute, die ihr Wort halten. Davon gibt es nicht besonders viele. Ja, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, weiterhin Geschäfte mit dir zu machen. Also bei deinen Zinsen werde ich mir mit Sicherheit keine Kohle mehr bei dir leihen. Du könntest Geld für mich eintreiben. Du hast Biss und du bist nicht auf den Kopf gefallen. Davon gibt's auch nicht allzu viele. Nimm's nicht persönlich, aber ich bin froh, wenn ich deine Fresse nicht mehr sehen muss. Wirst es noch weit bringen, Milchgesicht. Das ist die Mailbox von Sebastian von Lahnstein. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe umgehend zurück. Hallo Tanja, ich nutze meine Mittagspause, um dir kurz zu schreiben. Du weißt, wie sehr ich deine Alleingänge hasse. Mein Vorschlag, lass uns gemeinsam überlegen, wie wir die Machtverhältnisse ändern können, wenn ich wieder zurück bin. Und entschuldige mein Verhalten in Bezug auf Alicia, das war kindisch. Sie ist nur eine Arbeitskollegin von mir, soweit ganz nett, aber nicht gerade die hellste Kerze. Und du weißt ja, ich stehe auf kluge Frauen. Kuss, Sebastian. Was ist das? Irgend so ein Rap. Mann, Alter, ich vermisse den Burritos jetzt schon. Willst du dir das nicht noch mal überlegen mit dem Bano? Nein, mir gefällt mein neuer Job. Läuft richtig rund. Ja, noch. Sobald die den Stalker von der Lahnstein haben, wird hier das Personal wieder runtergefahren. Dann mache ich eben was anderes. Das ist echt ernst gemeint mit dem Neuanfang. In jeder Hinsicht, ja. Und was ist mit Kim? Was soll mit dir sein? Ja, du bist noch mit ihr verheiratet. Solange sie mich in Ruhe lässt, ist alles in Ordnung. Guck nicht so. Ich habe mir geschworen, mir von niemandem mehr ans Bein pinkeln zu lassen. Wenn du zu nett zu den Leuten bist, verarschen sie dich. Es ist wirklich so. Eine Nacht im Knast und schon voller Gangster. Hm? Das war nicht im Knast. Ich bin mit der Devise früher echt gut durchs Leben gekommen. Ich hab's nur vergessen. Hat was. Eben. Und glaub mir, ich bin endlich wieder auf dem richtigen Weg. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So. Willst du dich jetzt ernsthaft durch die Hintertür verpissen? Was willst du denn noch? Wir haben da drinnen alles geregelt. Ja klar, Bella schiebt eine Vollkrise, Franks Geburtstag ist versaut und Charlie ist sowieso am Ende. Wir haben alles geklärt. Und schon sitze ich wieder auf der Anklagebank und muss mich rechtfertigen. Wofür eigentlich? Ist doch nicht meine Schuld, wenn ihr eure Gefühle nicht unter Kontrolle habt. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Wir hatten Bella im Auto verführt, mich im Club abgeschleppt. Ah, jetzt komm mir doch nicht so, ihr wolltet das doch beide. Aber Bella wollte mehr. Ja, aber das ist doch nicht meine Schuld. Du hast sie im Auto mitgenommen, du hast ihr in den Haaren rumgefummelt, ihr Komplimente gemacht. Keine Ahnung, von welchem Stern du kommst, aber bei uns heißt das, dass man Interesse an jemandem hat. Ich wollte nur nett mit dir sein. Ach komm schon, du hast sie angebackert und das mit voller Absicht, weil du es magst, wenn sie dich anschmachtet. Nur weil ich mit dir rede, heißt das noch lange nicht, dass ich eine Beziehung mit dir möchte. Jo, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Du hast mit ihr gespielt. Es war dir völlig egal, wie sie sich damit gefühlt hat. Es scheint bei dir ja Masche zu sein, oder wie wärst du sonst mit Franks Frau in der Kiste gelandet? Sag mal, geht's hier eigentlich nur um Franks versaute Party oder ist das hier eine Eifersuchtsnummer? Bella ist meine Schwester. Sag doch einfach, was dir nicht passt. Dass ich dir gegenüber nicht verbindlicher geworden bin. Nein, was mich stört, ist, dass du machst, worauf du Bock hast und dass es dir scheißegal ist, wie es anderen damit geht. Und wenn da mal einer kommt und sagt, du bist zu weit gegangen, dann heißt es, du bist selbst schuld, du hast dir Hoffnung gemacht. Und weißt du was? Mach einfach weiter so. Bleib schön deinem Vorsatz treu, mit jedem nur einmal in die Kiste zu gehen. Alles andere überfordert dich sowieso maßlos. Was das? Nein, das war's noch nicht. Du gehst jetzt schön da raus und entschuldigst dich bei meiner Tante und sagst Danke für die Einladung. Sag mal, geht's noch? Ja, das frage ich mich auch gerade. Charlie hat sich Mühe gegeben mit der Party. Du könntest wenigstens so tun, als wüsstest du das zu schätzen. Das war die letzte Familienfeier meines Lebens. Ja, davon kannst du ausgehen. Meine Familie wird dich nämlich nicht mehr einladen und deine, die will ja eh nichts mit dir zu tun haben. Schön. Ja, alles klar. Danke.
Hallo, Tanja. Seit wann duzen wir uns? Seit du mir eben ins Ohr gestöhnt hast. Aber gut, du hast recht. Solange wir nicht unter uns sind, bleibe ich weiterhin Herr Sanchez für dich, ja? Gut, Herr Sanchez. Wenn ich dann auch mal was sagen darf. Nun zu? Ein Wort zu deinem kroatischen Freund oder zu sonst irgendwem und du wanderst in den Knast. Dann werde ich Elisabeth sagen, wer ihren Schreibtisch geplündert hat. Ach ja, Lass es nicht drauf ankommen, okay? gut, du auch nicht. Wenn du das tust, dann werde ich Sebastian von der kleinen Nummer erzählen und das wird ihm bestimmt nicht schmecken. Er wird dir kein Wort glauben. Bist du sicher? Aber gut, ich habe gesagt, dass ich meine Klappe halte und ich werde mich daran halten. Also bleib cool. Gut. Ach, übrigens, dein schlechtes Gewissen. Lass es. Kauf dir eh keine ab und irgendwie passt es nicht zu dir. Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah. So kacke alles. Sag mal, geht's noch? Sauber, zu voll auf die 12. Vielleicht wird die Schulette jetzt immer wieder ein bisschen klar im Kopf. Der korrekte Ausdruck ist homosexueller. Ich nenn dich, wie ich will. Scheiß Hinterlader. Gut, dann hast du ja sicher kein Problem damit, wenn ich dich Arschgesicht nenne. Was hat er gesagt? Er hat blödes Arschgesicht gesagt, aber wenn du willst, kann ich es dir gern buchstabieren. Das wirst du bereuen. Niemand nennt mich so. Und schon gar nicht so eine Tucke wie du. Sauber.